Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es wieder eine Runde Shakes and Fidget. Ja, und heute gibt es mal wieder ein Video, was mehr so ein bisschen theoretisch behaftet ist. Und heute handelt es sich um das Gold Cap, ja, was damit in Zukunft passieren könnte und was da so meine persönliche Meinung ist, was da passieren kann, was passieren muss und ja, was das für Folgen mit sich haben kann. Das heute hier auf jeden Fall im Video, das behandeln wir heute, denn es gibt ein paar triftige Gründe, die dafür sprechen könnten, dass das Goldcap oder das Goldsystem irgendwie, das Verdienstsystem irgendwie angepasst werden muss. Das Ganze ist natürlich noch nicht spruchreif und ist auch noch, ja, steht auch noch nirgendwo geschrieben, aber es ist unabdingbar, dass da auf jeden Fall was passieren muss. Denn vergleichen wir mal erstmal ganz grob das Gold gegen die Erfahrung. Bei der Erfahrung ist es halt wirklich nur so, man steigt im Level auf und was müssen die Entwickler tun? So, die verändern eine Zahl und dann hast du wieder vorne anstatt dem Level Cap jetzt 600, hast du dann als nächstes 700. So, mehr müssen sie nicht tun. Beim Gold sieht es da schon ein bisschen komplizierter aus. Ja? Das Gold ist ja, verdient man ja auf verschiedenste Arten und Weisen und das Gold ist auch vom Level abhängig. Das ist das, was eigentlich somit am wichtigsten ist. Das Goldquesten ist vom Level abhängig. Ja? Umso höher ihr im Level seid, umso mehr Gold farmt ihr. Die Goldgrube ist vom Level abhängig, ja, umso höher ihr im Level seid, umso mehr Gold generiert ihr auch pro Stunde, ja, das ist hier kein fixer Wert, das Ganze. So, dann geht das natürlich noch zahlreich weiter. Am Glücksrad ist es auch abhängig, wie hoch ihr im Level seid und ja, vor allen Dingen, wo es noch interessant wird, so, wo es auch vom Level abhängt, ist, ja, aufgepasst, vom Greifendrachen. Vom Greifendrache ist das Level auch abhängig und zwar nicht, das sollte man auf jeden Fall nicht einfach so zur Seite tun, das Ganze, denn es, ab einer bestimmten Stufe, die noch nicht bekannt ist, kann es gut sein, dass man pro Greifendrache wieder einen Skillpunkt bekommen kann. Ja? An die ganzen Hardcore-Pilzer, die werden das sicherlich von euch kennen. Wenn ihr einen Serverstart, bei einem Serverstart dabei seid und im Level noch relativ niedrig seid, dann wird sich häufig der Greifendrache gegönnt, damit sie so schneller ihre Skills durchballern können. So, und dann ist der Greifendrache auch innerhalb von einem Tag mal ganz fix auf ewig. Ja, das sieht man sehr, sehr häufig, dass das viele Leute machen, die in Top-Positionen auf dem Server spielen. Und das Ganze ist so lange worth, ja, das lohnt sich so lange, wie der Greifendrache ein Skillpunkt bringt. Ja, man kauft ihn einmal so und er bringt einen Skillpunkt. Ja, und das wird zum Anfang gemacht. Manche gehen sogar noch weiter runter, die kaufen dann 2 Greifendrache für einen Skillpunkt. Ja, und das wäre bei mir jetzt 2-mal Greifendrache und dann müsste der quasi 5 Millionen bringen. Dann würde sich das für manche auch schon lohnen. Ne? Aber umso höher man kommt im Level, umso mehr lohnt sich auch der Greifendrache wieder. Und wenn man das jetzt mal vergleicht, wir sind jetzt hier auf meinem Main, ich bin Stufe 511 und mein Greifendrache bringt 3,6 Millionen. So, gucken wir mal auf meinem Battle Mage. Da bin ich Stufe 419 und da bringt er nur 1,2 Millionen. Ja, das darf man nicht verachten. Bei der Mine, bei der Goldgrube, ist der Einfluss natürlich nicht so hoch, weil hier das nur begrenzt Gold produzieren kann. Es steigt zwar auch alles mit dem Level, aber es kann nur eine bestimmte Anzahl an Gold produzieren, nicht mehr und auch nicht weniger. Beim Greifendrache kannst du dir durch das Reincashen wieder sehr unfaire Vorteile verschaffen, wie zum Beispiel auch bei der Mine, dass du die Mine bis ins Unendliche treibst, wenn du das nötige Kleingeld dafür hast, dann kannst du die bis Stufe 100 durchballern und bist sehr, sehr lange voran. Und ich kann mir vorstellen, dass wenn sich das eines Tages wieder lohnen sollte und man im Level so hoch ist, dass der Greifendrache wieder relativ viel Gold bringt, dass das manche Spieler ausnutzen könnten. So, und der Zeitpunkt ist eigentlich, sag ich mal, voraus. Es wird zwar wahrscheinlich noch eine Weile dauern, aber ich denke mal, dass da auf jeden Fall was gemacht werden muss.
Und ja, da bin ich auf jeden Fall am Spekulieren. Wir gucken nochmal ganz kurz durch. Zum Beispiel hier auf meinem Berserker bringt er jetzt nur 500.000 und auf meinem Dämonenjäger bringt er ja 48k und das lohnt sich natürlich nicht. Am Anfang lohnt sich das, weil man noch weil man noch einen Skillpunkt bekommt, weil die noch relativ günstig sind für den Greifendrache. Später dann nicht mehr, aber dann viel später dann schon wieder. Ja, also das könnte ja problematisch werden. Und lasst mich da mal auf jeden Fall eure Meinung wissen. Und deswegen denke ich mal, es könnte sein, dass entweder was am Goldcap getan wird in den Quests, denn das ist ja das nächste Problem. Irgendwann ist man vom Level her so hoch und da gibt es schon einige Spieler, die auch außerhalb von einem Gold-Event bei der Mindestanzahl an Abenteuerlust, also 2 Minuten 30, trotzdem ihre 15 Millionen Gold bekommen durch eine Quest. Und ja, das ist ja, ich weiß nicht, also irgendwo ist das Ganze auch nicht wirklich ja, erstrebenswert. Deswegen hatte ja auch Bad News Ron gesagt, ab Stufe 500 ist es eventuell nicht wirklich ratsam, noch weiter auf Erfahrung zu spielen, weil man dann nachher an das Cap rankommt, an das Gold Cap in den Quests, wo man dann sagt, ey, es lohnt sich jetzt mehr, also bei mir ist es 10 Minuten sind safe 15 Millionen, so höher geht's nicht, ne? Halt, ja, 10 Millionen, dann 50 durch die Runen, ist klar, ne? Und höher geht's halt nicht so, ne? 10 Minuten. Hier bei 2 Minuten 30 bin ich noch nicht so weit, aber viele von meinen höheren Endgame-Kollegen sind da schon so weit. Und die Erfahrung droppt ja auch immer weiter, ne? Das geht ja immer weiter runter, was ja auch irgendwo, ja, weiß ich nicht, irgendwann, ja, wie wenig will man noch bekommen, so im späteren Spielverlauf. Da bekommt man quasi nur noch Gold, stagniert aber übelst im Level. So, und ist ja das Gegenübergesetzte vom Gold. Ne? Bei der Akademie bekommt man auch weniger Erfahrung. Ich denke mal, viele von euch, die im Level her noch ein bisschen unter mir sind, die werden deutlich mehr bekommen als ich hier in der Akademie. Und ja, im Frühjahr oder später wird das Ganze, denke ich mal, für Dysbalancen sorgen. Ja, das wird wahrscheinlich noch, ich weiß es nicht, könnte ein Jahr dauern, könnte 2 dauern, könnte aber auch 5 Jahre dauern, ich weiß es nicht. Ja, weil sehr viel weniger Erfahrung bekommt man ja nachher gar nicht. Und deswegen könnte sich das natürlich noch ein bisschen hinziehen. Aber auf jeden Fall gehe ich davon aus, dass eines Tages was getan wird. Entweder wird das Level Cap halt so angehoben, dass es entweder irrelevant ist, dass der Greifendrache nachher nicht mehr so lukrativ aussieht, um sich den zu leasen, ja, oder der Greifendrache wird auf eine bestimmte Anzahl an Gold ja, gekappt. Das kann auch gut sein, ja, dass der, sagen wir mal, wenn jemand 5 Millionen Gold erreicht hat, so, was ein halber Skillpunkt ist, was auch schon, ne, manche nutzen, um sich an ja, so Vorteile zu verschaffen, dann könnte das da gekappt werden. So, aber es kann auch schon sein, dass Leute schon über 5 Millionen haben. Ich weiß es nicht, falls irgendjemand zuschaut, der, keine Ahnung, hier in der Ehrenhalle hier ganz, ganz weit oben ist. Ihr könnt mir ja mal gerne reinschreiben, wie viel euer Greifendrache aktuell bringt, welche Stufe ihr seid und wie viel Gold euer Greifendrache bringt. Das würde mich mal sehr interessieren auf jeden Fall. Ja, und da möchte ich auf jeden Fall mal auch eure Meinung zu hören, denn ja, irgendwie muss das Ganze, denke ich mal, in Zukunft überarbeitet werden. Ja, wie das Ganze geschehen wird, keine Ahnung. Ja, kann man ja auch vielleicht mal Vorschläge sammeln, so, ist ja auch nicht so verkehrt. Aber ja, hier übrigens auch beim Hübchenspieler das Ganze natürlich auch levelabhängig, was das Gold anbelangt, ne? Und ja, im Endeffekt farmt man viel, viel mehr Gold nachher im Late Game als Erfahrung. So. Ja, und wenn nachher jede Quest irgendwie am Cap ist, ich weiß nicht, ob das nachher so der Sinn des Spiels ist. Keine Ahnung. Ja, schreibt es mir auf jeden Fall in die Kommentare, wie da eure Meinung zu ist. Aber ich denke mal, ich sehe es halt nicht so sinnvoll, wenn man halt jede Quest annimmt und sich jede Quest halt nicht
von der anderen unterscheidet, weil die von der Belohnung im Gold her gleich sind, nur nachher die Erfahrungspunkte denn so ein bisschen wahrscheinlich unterschiedlich sind. Ne? Ja, weiß ich nicht, ob das so erstrebenswert ist. Ne? Und dann halt die Sache mit dem Greifen. Da bin ich halt auch mal sehr gespannt, wie es bei euch so aussieht. Und ja, wie gesagt, viele Hardcore-Pilzer auf verschiedenen Servern zum Serverstart leasen sich den Greif. Deswegen seht ihr halt bei den meisten Spielern, die sehr viele Pilze in das Spiel investieren oder die halt sehr bekannt sind dafür, viele Pilze in das Spiel zu investieren, dass der Greifendrache oftmals hier unten auf ewig ist. So, das hat seinen Grund, weil es halt am Anfang noch sich lohnt, später nicht mehr. Aber wie gesagt, es könnte halt irgendwann zu dem Zeitpunkt ja, wiederkommen, dass sich das Ganze wieder lohnt. Und ja, ich weiß nicht, ob man diesen Zeitpunkt erreichen möchte oder ob da was vielleicht noch in der Zwischenzeit eines Tages passieren wird. Gut, ja, wie gesagt, ziemlich theoretisches Video heute, aber auf jeden Fall wollte ich das Ganze mal loswerden, weil ich das Thema ziemlich interessant fand und da auch mal gerne eure Meinung zu in den Kommentaren hören möchte, so wie ihr dazu steht. Und ja, vielleicht habt ihr da irgendwelche Ideen, Vorschläge und ansonsten könnt ihr auch generell eure Meinung dazu dalassen, was ihr dazu sagt. Ne? Das würde mich auf jeden Fall sehr interessieren, was ihr davon haltet. Und ja, das soll es dann soweit gewesen sein. Ich bedanke mich auf jeden Fall. Und ja, falls es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung, einen Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.